Wir sind in Mülheim an der Ruhr. Ja, hier ist ein ganz großer Carthago Liner Fortwo i53 und wir werden Ihnen dieses Fahrzeug heute mal vorstellen, innen, außen, rundrum. Und der Carlos ist schon drinnen, der Carlos Herrmann. Die machen das seit 1972 und ich habe ihn angehauen am Freitag, ob er nicht mal Lust hat, mit mir zusammen die Fahrzeuge mal durchzugehen. Er hat 210 PS, ein Iveco Daily ist drunter und ja, guckt sich mal ein bisschen um. Die Kamera läuft, Carlos. Ein Iveco Daily ist drauf, neueste Bauart, Multifunktionslenker mit dabei. Hier ist jetzt eine andere Klasse wie die 5-Tonner. Ja, das sind Fahrzeuge mit 5,8 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht halt. Für Iveco-Verhältnis noch ein kleines Auto, das gibt es auch mit 6,7 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht. Allerdings der Liner Fortwo wird generell in dieser Länge nur mit dem Iveco 50C21 in dem Fall Chassis angeboten, also mit 5,8 Tonnen Gesamtgewicht. Ja, dann sei so lieb, komm mal raus, wir gucken uns den von außen mal an. Ich habe mal gerade gezeigt, wie du das Fahrzeug rangiert hast. Auch der lässt sich ganz gut fahren, aber ist ein gutes Stückchen höher wie die anderen. Ja, bedingt durch die Kardanwelle halt. Wir haben auch hier eine Stehhöhe von 2 Meter, nein, nicht bei dem keine 2,12 Meter, aber wir müssen natürlich über die Kardanwelle hinwegkommen, brauchen dadurch auch 2 Stufen, um ins Auto reinzukommen. Haben auch hier an der Fahrertür dadurch eine Einstiegsstufe drin, weil das Auto einfach durch den Iveco Kastenrahmen und die Kardanwelle ein ganzes Stück höher kommt als das vergleichbare Fahrzeug auf Fiat. Ja, wenn du mal gerade stehen bleibst da. Ich zeige dich mal gerade im Größenvergleich, 1,81 Meter und man sieht also fast 2 Carlos passen. Nee, stimmt nicht. Aber nicht ganz, aber er ist schon relativ hoch, aber viele möchten ja auch einen Auftritt haben. Das heißt also, das Fahrzeug bietet ja auch einiges. Fahrzeug bietet vor allen Dingen durch den Heckantrieb, das heißt, also wenn Anhänger gezogen wird, dann kommen wir da fast gar nicht drum herum halt, gerade beim Slippen halt. Es sind 4 Räder, die werden gleichmäßig angetrieben, hinten der hat eine elektrische Differentialsperre drin. Das heißt, alle 4 Räder zielen gleichmäßig. Und das sind natürlich schon gewisse Sachen, die kann der Fiat, der Mercedes nicht bieten. Ja, vorne sieht man es, da ist eine Felge an die andere geschraubt. Das heißt, also ich habe hier eine Bereifung mit jeweils 4 Reifen hinten insgesamt. Eine sogenannte Zwillingsbereifung hat er hinten. Die braucht aber auch wegen der Traglast, sonst würde mit der Traglast nicht auskommen. Ist natürlich auch ein Aspekt der Sicherheit. Das heißt, sollte hinten ein Reifen mal versagen, was ich noch nie gehört habe, muss ich sagen, dann ist immer noch ein zweiter da. Ja, ich glaube, der zweite würde nicht lange halten, weil natürlich dann doppelter Druck drauf kommen würde. Der zweite würde dann wahrscheinlich auch schnell kaputt gehen. Ja, er würde aber nicht wahrscheinlich direkt kaputt gehen. Nein, man hätte noch Zeit anzuhalten. Jetzt noch Zeit anzuhalten. Du bist so ehrlich. Du hättest nur Ja sagen müssen. Ja, das Sicherheitselement. Aber der Carlos macht das seit 1972. Der hat es aber nicht gegründet. Der Papa war es, oder? Mein Vater hat es gegründet, ja. Ja. Du hast es gemacht, ja. Du hast Carthago seit 2015, du hast vorher schon Carthago verkauft. Jetzt bist du autorisierter Vertragshändler von Carthago und du verkaufst viele, gell? Es könnten natürlich immer noch 2, 3 mehr sein, aber ja, ich bin zufrieden. Ja, und jetzt im Oktober 2020 ist dein Ausstellungsbestand auf nur noch 50 Fahrzeuge geschrumpft, denn du hältst viele Fahrzeuge vor. Ja, im Regelfalle ja. Ich glaube, wir gehören schon mit zu den etwas größeren, was den Fahrzeugbestand angeht, in Europa halt. Aber auch wir haben jetzt natürlich gut abverkauft, weil Carthago einige Fahrzeuge werden langsam knapp oder sind gar nicht mehr lieferbar. Und da geht es natürlich auf den Ran ist übertrieben, aber da werden natürlich die Ausstellungsfahrzeuge doch gerne mal abgekauft. Ich zeige es mal von der Seite, dass man nur mal sieht hier, das sind hier andere Verhältnisse. Das ist der Liner Fortwo auf Basis Iveco Daily und das ist schon eine Statur, oder? Wenn er hier so steht, die Länge? 7,85 Meter oder 7,85 Meter müsste sein, knapp unter 8 Meter. Da stand im Lastenheft für den Liner Fortwo, das Auto unter 8 Meter zu halten. Ja, was ganz sinnvoll ist, denn ich war jetzt in Italien, mein Fahrzeug hat jetzt 7,98 Meter und da gibt es Beschränkungen in Sanremo 8 Meter in der Innenstadt. Ja, das sind meist so glatte Meter, 7 Meter, 8 Meter und der sollte ganz klar drunter bleiben. Da waren sogar die Stadtbusse waren nur 8 Meter lang, weil Wendekreis und was weiß ich alles, wie es ist. Aber es ist ein richtiger Liner. Ich bin ganz begeistert. Wir sind hier auf dem zweiten Parkplatz quasi bei dir. Das heißt, du hast mehrere Parkplätze, wo die Fahrzeuge parken? Ja, wir haben einmal das Hauptgelände hier mit rund 5.500 Quadratmetern. Dann haben wir noch ein Gelände, wo die doppelt oder die verkauften Fahrzeuge zwischengelagert werden. Da passen dann auch noch mal knapp 30 hin halt, also 30 Fahrzeuge. Aber das ist also nicht für die Öffentlichkeit zugänglich, das ist einfach nur die verkauften oder doppelten Fahrzeuge.
So, hier sind die technischen Daten. Hier vorne, so sieht er von vorne aus, das typische Carthago-Bild. Allerdings, wenn man so dann ein solches Fahrzeug im Heckspiegel sieht, dann denkt man sich, oh je, war da die Luftpumpe dran, denn er ist größer wie die anderen. Da hinten steht zum Beispiel der Mercedes-Benz. Wenn man sie direkt nebeneinander stellen würde, das wäre dann der kleine Bruder. Ja, ist gar nicht kleiner. Ich glaube, der ist sogar länger, der da steht, das Fahrzeug halt. Aber ist es höher ein bisschen? er ist nicht so hoch halt, Ja, weil der genau. hat ein Mercedes bzw. Fiat-Chassis, Frontantrieb. Wir brauchen keine Kardanwelle, kombinieren das mit einem Alco-Tiefrahmen-Chassis und brauchen natürlich diese Höhe nicht. Es ist die pure Höhe, die, glaube ich, viele Leute fasziniert. Also, dass man da so hoch steigt, man ist über allem. Also, es gibt für alles ein Pro und Contra, oder? Das ist richtig, ja. So, hier vorne steht er. Carthago Liner for Two, i53, 7,85 Meter, 5,8 Tonnen, 8-Gang Automatik, übrigens auch von ZF. Und ja, er hat richtig viele Extras drin, 190.532 Euro. Und das ist die Ausstattung für alle Freunde des Standbildes. Ein Fiat Alco Tiefrahmen, bzw. Iveco Daily Tiefrahmen. Den gibt es auch auf Fiat? Ja, ein Tiefrahmen ist es eigentlich nicht. Das ist schon der Leiterrahmen von dem Iveco. Der stand da, ich habe es nur abgelesen. Ja, das ist der gleiche Fahrzeug, wird auch auf Fiat Ducato angeboten. Dann hätte er den Tiefrahmen drunter. Hat Carthago sich die Sache vielleicht einfach gemacht. Also für beide. Beides draufgeschrieben. Beides draufgeschrieben halt. Aber der hat schon einen Leiterrahmen von Iveco drunter. Das heller LED-Licht. Ja, LEDs sind nur die tagverlichtes LED, die anderen sind noch normal. Das Modell, das jetzt kommt, das nächste Modelljahr, das hat dann die typischen Carthago LED-Scheinwerfer drin, wie auch der Mercedes dort vorne. Die sehen dann so aus. Ich habe 21 bekommen, während der Elan das schon ab 20 bekommen hat. Okay, das heißt, das Gesicht wird auch so aussehen wie von ihm? Das Gesicht wird auch verändert, ja. Die Scheibe wird etwas größer und das Gesicht ändert sich auch. Also der Liner for Two wird optisch dem E-Line oder dem S Plus angepasst. Das heißt, man könnte eventuell noch ein Schnäppchen machen, je nachdem, wenn er noch hier steht. Das mit Sicherheit, ja, weil es ja tatsächlich optisch eine Veränderung gibt, was bei Carthago ja relativ selten der Fall ist. Gut, das heißt, die machen auch die Optikveränderungen sehr, sehr behutsam, um die Leute nicht zu verprellen. Ja, fangen wir mal vielleicht hinten an. Hier haben wir ein großes Gepäckfach. Genau, das ist die Heckgarage. Auch hier, ich glaube, 450 Kilogramm mögliche Zuladung. Natürlich unter der Beachtung, dass die Hinterachslast nicht überschritten wird. 450 Kilogramm. Unter Beachtung der Hinterachslast. Hier vorne sieht man, wir haben Längsbetten, wie ich unschwer erkennen kann. Nee? Ja, wir haben hier hinten eine Sitzgruppe halt. Die Eine Betten Sitzgruppe? Ja, deswegen haben wir hier relativ weit die Sache einstehend. Ich bin gespannt. Ihr habt die Sitzgruppe hinten? Ja, wir haben die Sitzgruppe hinten halt, eine Rundsitzgruppe um 90 Grad gedreht halt und haben vorne die Einzelbetten, die wir elektrisch runterfahren. Deswegen haben wir hier jetzt nicht diese Höhe, die maximale, die wir nutzen können halt. Aber spannender Grundriss, oder? Sicherlich, wie gesagt, da räumt man mit den alten Geschichten komplett auf halt. Das ist schon ein bisschen was anderes, was wir jetzt hier haben. Hat natürlich auch Nachteile. Wir haben natürlich die Probleme, dass wir hier keinen Roller reinbekommen. Wenn wir die Polster innen drin hochheben würden, könnten wir das anklappen hier. Das klappt jetzt nicht, weil die Lederpolster drauf liegen halt. Achso, das würde noch ein bisschen höher gehen. Ja, das würde höher gehen, dann würden die Fahrräder reinkommen und wir hätten hier eine kleine Mulde halt, wo die Räder dann drin stehen und wir würden es wieder runterklappen. Aber eine Einschränkung haben wir natürlich dadurch. Weil wir Das heißt, das geht jetzt noch ein bisschen hoch, wenn man will. ja, also es wird dann ein Stückchen hochgehoben, damit wir die Fahrräder leichter reinbekommen. Ungefähr wie hoch? Ich sag mal ungefähr bis hierhin, also 10 cm kriegen wir noch weg. Das können wir gleich mal zeigen. Die Außendusche ist mit drin, hier unten ist die Elektrik. Hier ist jetzt schon entsprechend Lithium drin. Nein, der hat auch Gelbatterien drin. Genau. Lithium-Ionen-Batterien werden angeboten, aber na gut, vielleicht eben in 3-4 Jahren werden wir sie häufiger sehen. Also momentan ist eigentlich noch die Gelbatterie die gebräuchlichere Form. Das Maß der Dinge. Wenn du das mal kurz wegnimmst, das Polster, ist optional, geht das aber mit Lithium. Optional, wie gesagt, können Lithium-Ionen-Batterien rein, klar. So, und da ist dann die Technik drunter, kann man es erahnen. Also jeweils die, ich sag mal, Ladegeräte und die Sicherung. Ladegeräte, Sicherungen 230 Volt und 12 Volt. So, dann haben wir hier eine große Klappe. Auch hier nehme ich mal an, ist das entsprechende Konzept auch entwickelt, Doppelboden. Ja, der Doppelboden auch. Hier natürlich noch ein bisschen großzügiger, weil wir hier keine Sitzgruppe haben, wo wir die Armierungen im Boden brauchen, um die Dreipunktgurte festzumachen, sondern der Boden ist hier noch ein bisschen durchgängiger als bei den anderen Fahrzeugen. Naja, ein bisschen, der ist komplett. Das ist krass. Also da ist gar nichts im Weg. Ist gar nichts im Weg. Warte, ich gehe mal gerade ein bisschen weiter rein, dann wird es ein bisschen heller. Der ist. Ich kann aber auch gerne die hintere Klappe mal aufmachen. Mach mal auf. Ja. Das ist riesig. Erstmal da auch hier nochmal eine Vertiefung. Da ist er.
Das ist im Prinzip wie beim Reisebus so ein bisschen. Das ist im Grunde genommen das Feeling vom Reisebus. Ja. Da vorne ist der das Multifunktionsgerät von Dometic. Hier ist die alte Heizung drin. Ist hier eine Fußbodenheizung oder brauchen wir das auch nicht, wegen des Konzeptes? Wir haben auch hier den Doppelboden drin. Die Rohre der alten Heizung laufen hier durch den Doppelboden komplett durch. Der ganze Doppelboden erhitzt sich von unten gleichmäßig. Da brauchen wir es nicht. Da machen wir brauchen wir eigentlich nicht. Wir können es mitbestellen, dann laufen ein paar Heizstangen zusätzlich im Bereich der Sitzgruppe rum halt. Aber brauchen tun wir es hier eigentlich nicht. Da, was ist hier? Das ist beim Iveco eine Eigenart. Er hat auf der linken Seite den Stutzen für den Diesel und auf der rechten Seite den Stutzen fürs AdBlue. Mhm. Stimmt, habe ich auch bei mir. Rechts ist AdBlue. Aber rechts ist auch bei mir Diesel. Das kann ja jeder machen, wie er möchte. Cool. Nee, stimmt gar nicht. Auf der linken Seite ist Diesel und rechts ist AdBlue. Du hast vollkommen recht. Genau, normal ist er immer Feste links. drücken. Mädchen abgebrochen? Ich glaube es nicht. Jetzt geht's. Ja. Also, So, der ist futschneu. das ist ein Neufahrzeug. Ja, er wird schon ein paar Tage hier stehen logischerweise, aber das ist ein Neufahrzeug. So steht da. Erstzulassung, da gibt es auch keine Tageszulassung. Ich bin der erste Eigentümer. Genau, da wäre derjenige, der ihn kauft, ist der erste Besitzer. Da ist noch keine Tageszulassung drauf. So, andere Seite. Große Busscheibenwischer sind mit dran, eine ganz große Scheibe. Und das ist die Klappe an der gleichen Seite. Hier sieht man auch das Doppelbodenkonzept. Das heißt, hier ist die Tankklappe da mit drin. Die brauchen wir nicht zu öffnen. Da ist dann der Doppelboden. Hier ist die Einheit. Wahrscheinlich das Kombigerät von Dometic. Genau, das ist der Wechselrichter. Der ist hier mit bestellt worden halt. Ich glaube, ein 1800 Watt Sinus-Wechselrichter mit Vorrangschaltung, damit auch alle Steckdosen innen drin automatisch 230 Volt haben. So, und hier ist die Toilette. Hier nur die Toilette, die hängt nicht an der Zentralverriegelung, sollte eigentlich noch abgeschlossen sein, ist sie auch. Ein Festtank? Wird angeboten, hat dieses Fahrzeug aber nicht. Optional. Optional wird es angeboten. Und der pumpt auch um dann, wie du mir das erklärt hast? Ja, so ein Festtank hätte der auch nicht, einen direkten nur Festtank, sondern hätte dann auch beides halt. Im Prinzip ein Überlauf, der automatisch abpumpt. Im Grunde genommen, sobald ein gewisses Niveau erreicht ist, springt er an, wie gesagt, und dann pumpt er die Fäkalien um in den Schwarzwassertank unterm Fahrzeug. Tolles Konzept. Aber du bietest ja an, das heißt, man kann die kaufen bei dir 140 Euro oder 154 Euro. Da gibt es eine zweite Kassette, Genau. dann kann man die sammeln. Ich habe sie dann hinten in der Garage stehen, wenn sie voll ist, tausche ich sie einfach aus. So, die sind ja auch dicht, da passiert nichts, riecht man nichts. Nein, da passiert nichts. Weil die muss ich ja irgendwann noch transportieren, über Stock und Stein schleppen. Und wenn sie das aushalten, schalten sie es auch aus, hinten in der Garage zu liegen. Das stimmt, ja. Denn es gibt auch rutschfesten Boden, das habe ich mir jetzt sogar bestellt. Da gibt es so Matten, da rutscht gar nichts mehr. Was ist hier drin? Hier kommen die Gasflaschen rein. Auch die ist normalerweise zu. Ja, die hängt auch nicht an der Zentralverriegelung. Das heißt, die Klappen, alle wichtigen Klappen sind zentral verriegelt. Genau, alle Klappen, Gas und nur Gas und Toilette. und Toilette nicht. Dann halt sind nicht dran angeschlossen. So, da ist das Abwasserrohr. Das kann ich anschließen. Hier habe ich dann die 2 Gasflaschen. Auch wieder mit der Duo Control, mit dem Crash-Sensor, dass die während der Fahrt offen bleiben dürfen, die Flaschen. Ein Tank, ein Festtank, fragt da jemand nach? Es wird nachgefragt, es wird auch angeboten von Karthago, aber es ist eigentlich eher weniger halt. Das heißt, die Leute kommen klar mit 2 Flaschen. Im Regelfall kommen sie mit 2 Flaschen klar, ja. Die Zuladung hier? 5,8 Tonnen, wie er hier steht. Ich schätze mal 4,5, 4,6 Tonnen, je nach Ausstattung. Also auch gut eine Tonne Zuladung, eher mehr, eher 1200 Kilogramm. Das ist, glaube ich, die Stärke. Gell? Das heißt, du kannst hier richtig zuladen. Iveco, ja, da gibt es eigentlich fast keine Grenzen halt. Und Anhängen auch. Die Anhängerlast bis zu 3,5 Tonnen natürlich, das bietet Fiat und Mercedes nicht, das bietet nur Iveco. So, das ist ein echtes Nutzfahrzeug. Das heißt, wir sprechen ja hier von einem Iveco, der im Nahverkehr eingesetzt wird für Lieferdienste und Co. Die Fahrzeuge haben dann Laufleistungen locker von einigen 100.000 Kilometern. Wenn du die Fahrzeuge teilweise, ich sag mal, siehst, die 5, 6, 7 Jahre alt sind, die du zurückkriegst mit 30.000 Kilometern, die sind noch nicht mal eingefahren. Das ist richtig, so ein Service-Heft von Iveco, ich glaube, das geht bis 980.000 Kilometer für die Stempel. Das sind ja reine LKWs, die da drunter sind. Ja. Das heißt, die kriegt man so schnell nicht kaputt. Da ist ein richtiger Motor drin mit 6 Zylindern und 3 Litern. Das sind 3 Liter, ja, das sind immer noch 4 Zylinder. 4 Zylinder, 3 sorry. Liter ist schon richtig. Ich wollte dich nur mal testen. Nee, du hast vollkommen recht. Ach, wie schade, dass es keine 6 Zylinder mehr gibt. Mercedes-Benz hatte ja einen 6 Zylinder gebaut, den gibt es ja nicht mehr.
So, der ist jetzt weg. Immer noch, aber nur mit dem Heckantrieb. Und der Chassis ist relativ schmal von der Spurweite. Deswegen würde sich das für so ein großes Auto nicht eignen halt. Nur die Leute haben alle geweint, dass es den für die Wohnmobile nicht mehr gibt mit dem Tiefrahmen. Ich glaube, im letzten Jahr gab es noch den heckgetriebenen Mercedes mit 3 Litern 190 PS. Dieses Jahr weiß ich es nicht, aber das sind dann heckgetriebene. Da kann man kein Alkochassis drunter setzen. Die Spur ist relativ schmal. Und der hätte dann meiner Ansicht nach mit so einem großen Aufbau doch leichte Problemchen. So, aber die Wahrheit, die ist innen. So, fahr mal raus. Da sind jetzt 2 Stufen. Da sind 2 Stufen drin. Man sieht hier den Höhenunterschied. Das ist also doch schon eine ganze Menge. Wir müssen, wie gesagt, Doppelboden, Kardanwelle. Da müssen wir drüber hinweg, sodass wir hier schon gut 80, 90 Zentimeter haben, die wir erklimmen müssen. Ja, eine Truma Aventa, die ist sehr leise, muss man sagen, extrem leise sogar. Ja, im Vergleich zu den alten Geräten halt ist es schon sehr leise, aber es ist natürlich schon so, dass man sie hört, gerade wenn sie jetzt anläuft und versucht, das Auto runterzukühlen, dann hört man sie schon halt. Aber sie regelt dann runter und dann geht's eigentlich. Man kann auch wärmen mit der? Die hat auch eine Heizung drin, ja, wobei natürlich bei der großen Alde-Heizung, die hier drin ist, macht das wahrscheinlich nicht so wirklich viel Sinn. Es sei denn, das Gas ist leer und ich stehe am Platz. Zur Not kann man damit heizen. Ja, hier vorne ist direkt ein Fach drin. Ist das ein Fach? Genau, das ist nochmal ein bisschen anders aufgeteilt hier. Das ist diese Bilgenklappe, die wir kennen, die hier allerdings noch ein bisschen groß ist. Lass dich mal vor, dann zeige ich schon mal kurz die Tür nochmal. Erstmal an in dem Auto, denn auch der wird beleuchtet sein, der Stauraum. Ja. Aber da suchen wir mal schnell den Hauptschalter. So. Einmal hochfahren die ganze Geschichte. Ja, gucken wir uns gleich mal an, was du da machst. So, und Licht ist an. Mal ein bisschen heller hier drin. So, und jetzt gucken wir in das Staufach hinein. Das ist eher noch ein bisschen größer als bei den anderen Fahrzeugen. Stehe ich natürlich drauf. Achso, man kann es komplett öffnen. Es bleibt offen. Ja, da ist ja noch eine Feder drin, weil der Deckel schon verdammt groß ist halt. Boah, ist das groß. Stelle ich mal gerade daneben. Ich muss mal gerade zeigen, das ist der Deckel. Das fährt aber dank der Feder ganz leicht rauf und runter. Ja, ich habe nur gerade den Fehler gemacht, die stand mit meinem linken Fuß auf dem Deckel noch drauf. Ja, du hast bis zu 100 Fahrzeuge hier, da kann man nicht alles wissen. Das ist so, das nimmt dir hoffentlich keiner übel hier in den Videos. Außerdem ist es oft so, wenn Kunden reinkommen, die das Fahrzeug tagtäglich bedienen, die wissen oft mehr wie du, oder? Genau, die haben sich dann mit dem einen speziellen Fahrzeug auseinandergesetzt und sehr intensiv. Und da kann ich natürlich, wie gesagt, bei der Vielzahl der Fahrzeuge nicht mithalten. So, hier vorne sind die zentralen Ablässe. Das ist eine Besonderheit bei Carthago. Das heißt, du machst auf und hier vorne hat man dann noch was. Und das war's. Dann ist das Auto winterfest. Genau, du hast, wie gesagt, alle Verschlüsse an einer Stelle halt. Frischwasser-Abwassertank, da vorne die Wasserleitungen halt. Dass es eigentlich dir nicht durchgehen kann, irgendein Ventil zu vergessen für den Winter. Mach mal zu. Ich will das mal beobachten, wie leicht du das machst. Boah, ist das eine Klappe. Und der hat jetzt nicht nur eine Klappe drin, weil er natürlich hier diese Mimik nicht hat, die Armierungen. Das heißt, da haben wir hier dann gleich die zweite. Die sollte ohne Gasdruckdämpfer funktionieren, tut sie auch. Da reichen die Scharniere. Das ist richtig tief. Wir gerade von außen reingeschaut haben, da sitzt der große Wechselrichter. Ja, das heißt, da komme ich ran. Da kann ich dann auch einfach was rausnehmen, wenn ich das möchte, oder reintun. Genau. Kann das verstauen. Das heißt, ich habe einen richtig tollen Stauraum, muss nicht rausgehen. Das ist interessant. Wenn ich im Winter unterwegs bin, wenn das Wetter mal nicht so mitspielt, dass ich hier nicht raus muss. Oder ich stehe einfach irgendwo und will überhaupt nicht öffnen. So, und hier sieht man das Konzept. Ich will jetzt nicht vorgreifen. Ich zeige erstmal, Carlos, genau, mach mal alles an. Machen wir ein bisschen Licht an. Ich zeige mal gerade nämlich ein kleines Detail, was so phänomenal ist. Das hättest du mir aber sagen können, dass hier eine Rundsitzgruppe drin ist. Denn das ist das, was viele Leute einfach lieben. Und damit bist du der Star, wenn du auf dem Campingplatz dich mal mit Freunden triffst, oder? Also hier haben wir es genau umgekehrt, sagen wir mal, das Konzept. Wir schlafen hier vorne, wohnen hinten. Und deswegen auch der Name Liner for Two, der räumt jetzt schon so ein bisschen mit den Konventionen auf. Ja, also Liner for Two heißt für 2 Personen. Allerdings passen auf diese Rundsitzgruppe locker 10. Ich glaube, im Carthago-Werbevideo waren es auch, glaube ich, 12 gewesen, die dort gesessen haben. Das ist jetzt eine Ausstattung halt mit 3. und 4. Sitzplatz, die wir hier haben. Hat einer den Gurt noch rausgezogen. Der rollt natürlich normalerweise hinten auf. Aber das passiert Samstag schon mal, wenn wir hier sehr viel Publikumsverkehr haben, dass die Fahrzeuge offen sind. Dann geht leider Gottes doch schon mal so ein bisschen, ich sag mal nicht zu Bruch, aber
es muss dann nachjustiert werden. Das ist so. Aber das halten die Fahrzeuge aus. Ihr habt ja keine Vermietung, muss man sagen. Also es sind immer wieder Leute da, weil ja auch viele Händler hier vermieten in der Straße. Die fragen, ob ihr denn auch vermietet. Ihr vermietet nicht. Nein, wir vermieten gar keine Fahrzeuge. Wir sind eigentlich mit dem Fahrzeughandel und der Reparatur und dem Umbau komplett ausgelastet, ja. Was ist denn Probefahrten? Wie läuft das denn ab, wenn ich jetzt hierher komme und will jetzt so ein Auto Probe fahren in der heutigen Zeit? Das ist natürlich immer was heißt nicht ein Reizthema, aber nicht so ganz ohne Schwierigkeiten, weil die Fahrzeuge ja nicht zugelassen sind und die Fahrzeuge sich ja in erster Linie durch den Wohnkomfort unterscheiden, nicht so sehr durch das Fahrwerk. Also ich sag mal, der Iveco, ob da jetzt ein Morelo, ein Concorde oder ein Carthago drauf ist, deswegen fährt er ja nicht anders, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja klar, wenn ich aber noch nie gefahren bin, ich will jetzt mal hören, wie es klappert und so. Das heißt, im Notfall, wenn ich echtes Kaufinteresse habe, kriegt man auch das hin. Da ist es auf den Punkt gebracht, es ist bei echtem Kaufinteresse, also jetzt einfach nur die Probefahrt Touristen, wie gesagt, das ist natürlich ein bisschen schwierig, zumal das Auto natürlich auch durch seine Dimensionen ein bisschen anfälliger ist für eventuelle Kollateralschäden, sprich Karosserieschäden. Okay, du würdest aber zur Not auch mitfahren oder du könntest das Auto sogar fahren, wenn einer sagt, ich will es nur hören, wie es klingt. Es muss sogar jemand mitfahren aus versicherungstechnischen Gründen, weil das Fahrzeug ja sonst unterschlagen wäre und deswegen muss sogar ein Mitarbeiter mitfahren auf einer Probefahrt. Okay, verstanden. So, ich kenne das nur beim Autohändler, der dir die Schlüssel in die Hand drückt, fahren Sie mal, jetzt gerade in Corona-Zeiten will ja keiner mitfahren. Ja. So ist es, das geht hier nicht. Aber ich denke, wichtige Frage, die kann ich absenken, kann hier schlafen? Bei dem Modell jetzt ja, das ist eine Option, die hier bestellt wurde. Der Tisch ist dadurch ein bisschen kleiner halt, aber hier wird der Tisch runtergefahren halt. Es gibt ein spezielles Polster dazu, das war das, was in der Garage lag. Und dann ergibt sich hier nochmal eine Liegefläche für 2 Personen. Was ganz krass ist, wenn du dich mal gerade hinten reinsetzt, da sind nämlich die Gurtplätze. Und das Coole ist jetzt, wenn die Kinder keinen Bock haben auf die Eltern, die vorne fahren, dann brauchen die sich nur hier hinten hinzusetzen und sind gefühlte 8 Meter von den Eltern weg. Man muss dann, glaube ich, während der Fahrt muss ein Durchgang offen sein. Also, dass man die Kommunikation haben kann. Glaube ich, zwischen den Gurtplätzen. Ehrlich gesagt überfragt. Habe ich gehört, aber dann muss offiziell die Tür offen sein. Ja, es müssen auf jeden Fall alle in Fahrtrichtung sitzen und sie müssen Kopfstützen haben. Deswegen lässt sich das bei dem Modell leider nicht nachrüsten halt. Und normalerweise hat sich der Gurt jetzt hier ein bisschen verdreht. Da ist er. Ja, wenn man jetzt nicht so richtig aufrollt, dann werden wir mal in Ruhe nachgucken. Wird einer ein bisschen zu fest dran gezogen halt. Ja, ist nicht schlimm. Auf jeden Fall braucht er die Reibpunktgurte, was hier gar nicht so einfach war, die zu integrieren halt. So, ich zeige mal gerade, ich schwenke jetzt mal. Das hier ist quasi unsere Rundsitzgruppe. Dank meines neuen 10 mm Weitwinkels. Ist es auf 10 mm? Ja, Augenblick. Jetzt sind wir auf 10 mm. Habe ich den kompletten Rundblick. Und, das ist ganz krass. Warte mal, ich komme mal zu dir in die Ecke rein, dass wir das mal sehen. Du sitzt jetzt quasi hier, jetzt bin ich am äußeren Ende vom Fahrzeug, habe hier eine Rundsitzecke. Ist es gemütlich da in der Ecke? Ja, es ist gemütlich halt, wobei der schönste Platz natürlich da ist, wo du jetzt sitzt halt. Wie gesagt, dann kannst du die Beine nämlich hochlegen. Der Fernseher für 40 Zoll fährt hier aus. Und derjenige, der da vorne sitzt halt, der kann natürlich... Den zweiten Platz. Ja, mit Chancengleichheit fährt er dann aber einfach die Liege hier aus halt. Und dann kann er die Beinchen auch ausstrecken halt. Ah so, das heißt, der eine liegt hier, der andere liegt da. Ich habe ein richtiges Sofa hier. Genau. Das Konzept gefällt mir richtig gut. Die Rückenlehne geht dann auch noch ein bisschen in die Schräge hinein. Aber dann haben wir hier Chancengleichheit. Der eine sitzt dort, der andere sitzt da. Jetzt gucken wir mal, ist der Medienschalter angeschaltet? So, ich komme trotzdem da noch durch. Da ist das Fernsehen. Machen wir den Fernseher aus. Das Radio ging auch gleich an, hier mit 1 Live. Ja, das haben wir jetzt, wie gesagt, das ist der sogenannte Medienschalter, der dann komplett, wie gesagt, Audio und Video anschaltet oder ausschaltet. Ja, wenn du aber gerade das Radio ausmachst wegen der GEMA, dass wir da kein Problem kriegen, dann, ach, dankeschön, das ist lieb. So, Fernseher, der fährt auch schräg hoch. Ja, der fährt schräg zur Seite rüber. Stark. Und dann haben beide Personen sozusagen Chancengleichheit. So, wenn ich es jetzt komplett haben möchte, da fehlt jetzt ein Zentimeter, könnte ich das Polster auch noch umlegen. Man könnte das Polster umlegen, wobei der Rand hier an der Seite ist, also viel fehlt nicht mehr halt. Viel fehlt nicht mehr. Okay. Der Fernseher ist oben, also der Passt. Zentimeter würde dann fehlen in dem Moment. Ja gut, gibt ja Schlimmeres. Und ich fahre wieder rein, dann habe ich wieder die Ausblick. Je nachdem, wo ich stehe, habe ich natürlich einen phänomenalen Ausblick mit dem Heckfenster. Ich kann hier die Kopfstützen kann ich entfernen, wenn ich sie nicht brauche. Die kann man rausziehen. Hopp, das ist noch nicht so Ist neu. Und zu.
Aber es funktioniert, also alles, was Carthago verbaut, die Fahrzeuge gibt es ja 10, 15, 20 Jahre schon auf der Straße, die funktionieren. Ja, auch die alten Carthagos fahren schon noch alle rum halt. Wie gesagt, Carthago hat hier angefangen mit Bussen auszubauen. Ich glaube VW T4 oder T3 waren es gewesen halt. Dann ging man auf die ganz großen Modelle, auf diese sogenannten Liner, M-Liner-Modelle. Und ich meine, es war 2004 oder 2005, als Carthago sich dann besonnen hat, auch wie gesagt, als haben wir die mittlere Klasse zu besetzen mit dem Chic-Modelle, dann hinterher C-Line, E-Line, aber erst hießen sie alle nur Chic. Das ist ein ganz krasses Konzept mit dieser Hecksitzgruppe. Ich habe das mal gefilmt bei Bavario Mobil. Da war auch eine Hecksitzgruppe drin auf einem ganz großen, was war das, ein Artego. So, der war hinten drin und das hat mich auch schon begeistert. Da war eigentlich ein bisschen anderes Konzept. Das war ein Alkoven, das heißt, der hatte dann die Platzaufteilung ein bisschen anders. Aber hier habe ich praktisch ein Apartment, ein richtiges. Das heißt so, das ist jetzt nicht so, dass ich ein Fahrerhaus integriere mit den Sitzen, sondern ich habe einen eigenen Wohnraum, den ich abtrennen kann. Genau, also das Konzept, wie gesagt, der Sitzgruppe neu ist hier natürlich, dass man sie so ein bisschen gedreht hat, die Sitzgruppe. Und natürlich, dass man hier diese Liege ausfahren kann. Großes Kino, ganz ehrlich. Also das ist ein Sofa quasi, was ich dann fahre. Also da ist der Schalter zum Ausfahren, wenn du da nochmal drauf drückst. Für diese Relax-Liege oder Fernsehliege. Und dann würde man natürlich schlecht in die Sitzgruppe reinkommen, deswegen fährt man es elektrisch rein und wieder raus. So, mach mal Stopp. Hier vorne ist ein Schränkchen. Das zeige ich mal gerade. Wenn du das mal kurz aufmachst, das sieht so aus wie eine kleine Anrichte. Da habe ich noch ein paar Schubladen. Genau, das müsste dann zum Klappen sein, die Wand. Genau, da haben wir es so. Da ist der Fernseher hinter, deswegen haben wir die Tiefe nicht. Und hier haben wir dann 3 Schubladen drin. Okay, und da kann ich halt Gedöns reinmachen, was ich halt so brauche. Hier vorne habe ich dann noch ein Audiosystem mit drin. Oben habe ich Staufächer. Ganz anderes Konzept. Also wirklich sehenswert. Das ist wirklich mal einmal, sozusagen einmal genau alles umgedreht. Ja, was sagen Leute, die hier drin sind? Sind die begeistert? Also man muss es natürlich mögen halt, wie gesagt, es ist jetzt nicht unbedingt ein Familienauto halt, es ist wirklich ein Auto, wie der Name sagt, Liner for Two, der wird wirklich von 2 Personen gekauft und die Umbaumöglichkeit genutzt, wenn das Enkelkind mal mitfährt. Aber das ist wirklich ein reines 2-Personen-Auto, nach meinem Dafürhalten. Ja, oder man könnte es auch als Geschäftsfahrzeug hier nutzen, also kann man arbeiten am Tisch. Ja, das wird dann angeboten und lassen sich vorne die Sitze drehen halt und dann wird da vorne eine Arbeitsplatte ausgezogen. Dann das kann geht? man hinten wohnen und dann als Option. vorne ein kleines Büro sozusagen drin. Toll. Hier oben, was ist da drin? Die Kaffeemaschine? Ja, genau, der hat die Kaffeemaschine oben in dem Auszug drin. Kann man rausziehen. Da oben ist sie drin. Darf ja nicht fehlen, wenn man morgens aufsteht, einen guten Kaffee. So, dann habe ich hier unten eine Glasplatte auf der Ablage. Das Ganze ist gebogen. Eine ganz edle Küche. Hier das Material ist vom Feinsten oben drauf. Ja, das ist schon sehr pflegeleicht halt. Ob das jetzt Korean ist, müsste ich gucken, ob das mitbestellt ist. Aber es ist schon sehr pflegeleicht halt. Und was er auch noch hat, der gegenläufige Auszug. Hoffentlich hat er dann hier nicht gekillt in der Ausstellung. Also nicht, dass die eine Platte verschwindet, die andere kommt raus. Da habe ich dann wieder 2 Mülleimer drin. Okay. Also wenn ich die Ausschub reinschiebe, kommt die Platte raus und verdeckt es. Wow. Ich muss mal hier nochmal auf diesen Grundriss zeigen. Hier ist der Kühlschrank übrigens sehr, sehr zentral, komme ich auch gut ran. Ja, das ist noch die Version, wo es jetzt eine Seite öffnet. Bei dem neuen öffnet er natürlich auch zu beiden Seiten. Was hier bei dem Grundriss Sinn macht, aber gut, das kenne ich. Hier unten drunter hat man das Staufach nochmal dran. Hier oben ist der Backofen, der große Dometic. Guck mal hier, wie schön das gemacht ist hier mit den Anzeigeinstrumenten. Das kennen wir ja noch von dem anderen. So ein bisschen Liner-Optik. Das ist im Grunde genommen wie im E-Line und im S Plus auch das gleiche Bedienelement. Der ist jetzt nur mit dem Wechselrichter von Dometic ausgestattet und der hat nochmal sein eigenes Bedienpanel dazu. Große Garderobe dabei mit einem großen Spiegel. Dann zeigen wir gerade die Küche komplett, dass wir das mal sehen. So sieht sie aus. Und ja, auch hier könnte ja jetzt mal eine Frage nach einer Spülmaschine kommen. Aber auch da sagst du, das hast du so selten, dass die Leute danach fragen, oder? Also ich hatte bisher noch keinen, der nachgefragt hat. Ich bin nicht normal, muss ich dazu sagen. Ich hasse Spülen. Aber dann sagen die Leute auch immer, ja, dann fahr nicht in Camping. Aber es ist, wenn du mal oben aufmachst, so eine... Ja. Also hier die Oberschränke. Cool. Ja gut. Hier natürlich wieder obligatorisch unseren Apothekerauszug. Gut, wir sind hier bei fast 200.000 Euro. Ja. Das ist schon eine gehobene Klasse.
Da wird es eigentlich erwartet. Du verkaufst die Fahrzeuge jeden Tag? Naja, so jeden Tag leider nicht halt, aber wir nähern uns dem Ziel, ja. Also wirklich oft. Das heißt, auch die Großen laufen jetzt? Ja, Carthago ist ja eh ein Hersteller, wo die großen Fahrzeuge, sagen wir mal, relativ gut laufen. So, und hier vorne haben wir dann das Highlight. Also nochmal, ich kann die Sitze bestellen als drehbar mit dann nochmal einer Bank dabei. Nee, du hast dann auf der Beifahrerseite eine Platte in diesem Schränkchen, dem Sideboard, die du rausziehen kannst, und dann hättest du da einen Arbeitstisch als Büro. Toll. Das heißt, ich hätte hier noch einen extra Raum, wo ich arbeiten könnte. Der andere können Fernsehen gucken. Ja, also die anderen können Urlaub machen und der andere kann arbeiten. So, hier das Rollo ist elektrisch vorne. Bei dem Modell müsste es noch manuell sein, bei dem neuen, der jetzt kommt, müsste es dann elektrisch sein. So, hier habe ich einen Tisch. Das heißt, das ist ein richtiges Board. Also das ist ja krass. Guck mal, hier hast du einen richtigen Schrank. Ja, den brauchen wir jetzt natürlich halt wieder, um die Betten aufzulegen lassen, weil wir hier Längsbetten haben. Wir knicken die vorne schon ab, aber wir brauchen natürlich die 2 Meter und deswegen konnten wir hier natürlich keine Schränke hinbauen. Ja, aber trotzdem, das ist so ein Schrank ist ja klasse, wenn du, ich sag mal, das gewohnt bist von der Optik her. Der ist tief, der macht den Raum nicht so klein und trotzdem hast du deine Schubladen. Wir haben die Schubladen, wir haben natürlich einen anderen Effekt, damit wir in das Bett reinkommen, haben wir hier unten noch gleichzeitig die Stufe drin. Ja. Irgendwie müssen wir auch ins Bett reinkommen. Und deswegen sind dann hier die beiden Stufen drin. Es geht natürlich besser, wenn wir das Bett unten haben. Der Rest sind normale Schubladen. Und das ist dann gleichzeitig die Stufe, um ins Bett zu kommen. Oben auch Schubladen? Oben ist auch eine große Schublade, ja. Aber was ist das für ein Griff an der Seite da, dieser silberne? Da können, wenn das Bett unten ist halt, können wir den Raum, das Bett geht hier runter, das sehen wir gleich. Und dann können wir natürlich sagen, wir möchten da vorne gar nicht mehr reingucken. Und dann können wir den Raum unten auch noch schließen. Ah ja, okay. Das heißt, da könnte auch vorne der Hund schlafen. Der Hund schlafen oder ich möchte es eben komplett abgeteilt haben. Weil Das auf beiden Seiten, gell? ja, weil ich vorne ja die große Scheibe habe und die kann ich ja nicht isoliert verglasen, die Windschutzscheibe, um die Kälte so ein bisschen auszusperren. Stimmt, das ist die einzige Scheibe, die nicht... Das Original-Cockpit von Iveco drin, das dem Fahrzeug sehr gut steht. Das ist, glaube ich, 2010 geändert worden halt. Das Lenkrad ist ein bisschen modifiziert worden. Die Parkbremse ist jetzt elektrisch, nicht mehr mit dem Hebel an der Seite. Das war mal ein bisschen störend, wenn man die Sitze drehen wollte. Und ist dann natürlich Carthago mit den Lederapplikationen angepasst worden, halt, um den Übergang zu bekommen. Boah, ist das ein tolles Konzept. Also mich begeistert das. Ich bin wirklich ganz angetan. Hier unten ist noch ein Staufach. Hat man das schon auf? Das hatten wir vorhin einmal reingeschaut. Genau. Da gehen wir den Doppelboden rein. Und das ist im Grunde genommen das Fach, wo wir auch von außen dran kommen. Stimmt, das war die andere Seite jetzt. Ja. Okay, verstanden. So, jetzt habe ich ein Raumbad hier drin. Ich habe eine ganz große Dusche. Die ist wirklich sehr groß. 1,81 Meter bist du. Steig mal rein, bitte. Hier wieder das gleiche Konzept mit der Regendusche. Das heißt also den Duschkopf in die Dachhaube hineingezogen, um hier nochmal die letzten Zentimeter dazu zu bekommen. Nochmal die Länge vom Fahrzeug. 7,85 Meter müsste der sein, aber ich müsste einmal auf Schild gucken, ich meine 7,85 oder 7,90 Meter. Halt. Es kommt einem vor wie 10 Meter. Wichtig unter den 8 Metern auf jeden Ja. Fall, da ist er drunter. So, du hast eine Regendusche mit eingebaut. Hier unten kannst du zuziehen. Und ja, toll. Hier ist ein Schrank drin, mach den mal auf, bitte. Kleiderschrank. Der ist auch richtig groß. Ja, die Breiter kann man natürlich rausnehmen, wenn man längere Sachen einlegen möchte. Ja, die Bretter kann man rausnehmen. Und hier haben wir dann die Toilette und das ist wahrscheinlich auch eine Raumtrenntür. Der teilt den Raum auch ab. Gut, kannst du zuschließen. Achso, okay, das Schloss ist dann die Verriegelung. Genau, es ist so wie im Haus. Das sind ja Haushaltsbeschläge, keine Campingbeschläge. Und das ist ja im Haushalt auch so üblich, dass ich das separat mache. Große Toilette, 2 Luken oben. Das heißt, ich habe also richtig viel Licht hier drin. Habe auch hier nicht nur Holzelemente, sondern auch moderne, graue Elemente mit drin. Ja, es wird uns ein bisschen langweilig halt, ein bisschen Farbe ins Spiel bringen halt. So, kommen wir mal zum Highlight. Denn das hier ist klar, hier habe ich mehrere Schränke, großes Waschbecken in der Ecke, eine Toilette mit drin. Auch hier auf Wunsch mit Festtank, wenn man das möchte. Ja, genau, auf Wunsch könnte man das machen, also zusätzlich fest, die Kassettentoilette würde bleiben. So, und jetzt hat man hier ein ganz besonderes Konzept. Genau, das sind die Bitte, beiden Einzelbetten. zeig mal, wie das geht. Ja, da müsste ich einmal den Schalter dran. Das heißt, ich drücke drauf, die Betten fahren runter.
kann die auch entsprechend liegen lassen, die Auflagen? Ja, Leichte? das passt. Heißt also Bettzeug und so, das kann alles liegen bleiben. Das bleibt oben drauf, ja. Und dann ziehe ich unten die Stufe aus, damit ich vernünftig reinkomme. Boah, das ist ein geniales Konzept. Das heißt, Ja, du ist schon hast, sehr durchdacht. du hast also 2 Wohnungen quasi, die du abteilen kannst. Du hast einen richtigen Schlafbereich mit. Den Wohnbereich und den Schlafbereich komplett trennen kann. Ja. Trotzdem hast du nur 8 Meter Länge, weil der Platz nicht verschenkt ist. Ja, also das war wie gesagt ganz klar im Lastenheft stand es drin, halt, wie gesagt, das Ganze bitte unter 8 Meter. So, hier vorne habe ich dann noch ein Fenster zum Lüften. Hier oben habe ich eine Luke auch noch mit drin. Und habe es ganz heimelig. Wie cool. Und interessant ist auch, dass es nach hinten wegknickt. Das heißt also, das ist so platzsparend montiert. Wenn du es nochmal hochfährst, bitte. Ja. Jetzt knickt das nämlich hinten weg. Und jetzt sieht man gleich, wie sich das Ganze anpasst. Ist auch sehr leise, das heißt, du wächst keinen auf durch das. Nee, das ist schon recht geräuscharm. So, und wenn es oben ist, du kommst gar nicht auf die Idee, dass das Bett hier Du drunter könntest ist. jetzt aufhören schon, aber Ja. wie gesagt, Also wenn Bettauflagen drauf wären, könnte man die. genau, also es haben immer noch 5-6 cm Platz, eigentlich die Bettauflagen reichen und ansonsten wird man vorher Stopp machen. Hier habe ich nochmal Ablagefächer mit drin. Habe immer noch einen riesen Raum. Wenn du mal kurz hier einsteigst von der Höhe hier ins Fahrerhaus, gucken, ob du stehen kannst. Da ist nochmal eine Stufe das wird runter. natürlich schwierig werden hier, Eine Stufe ist drin, aber es geht. Du kannst stehen, ne? aber ganz Gerade klar. so. So eben. Also 1,80 Meter geht sogar noch stehend. So, und ich glaube, ich würde mir die bestellen mit den Drehsitzen. Also das mit den 2 Räumen ist schon toll. Hier die Klappe rausziehen, den Tisch ausziehen, den Tisch würdest du umdrehen, den Stuhl würdest du umdrehen und dann hättest du hier halt, wie gesagt, ein kleines Büro für dich. So, hier kann man auch noch zumachen. Aber klar. Soll ja dann der Arbeitsbereich werden, ungestört. Krass. Zu, Ende Gelände. Das ist ja gut. Das heißt, ich kann auch getrennt auf Toilette gehen, kann arbeiten. Im Grunde genommen hättest du 3 Räume. Ja. 3 Räume, ja. Den Bereich, wie gesagt, den Sanitärbereich, vorne den Arbeitsbereich und hinten den Wohnbereich. Das hätte ich dem Fahrzeug von außen nicht angesehen. Also es sieht so harmlos aus von außen. Ja, es ist auch, wie gesagt, als ich das gehört hatte, unter 8 Meter, Einzelbetten, Rundsitzgruppe, Variobad, Raumbad. Ich bin, naja, wie soll das funktionieren? Aber gut, man hat sich mal Gedanken gemacht. Geht. So, gehen wir mal kurz hier rum. Das wäre dann der Blick nach hinten. Das ist die Küche und ein ganz offenes Raumkonzept. Das heißt, hier wird nichts unterbrochen an der Seite. Bis auf ein bisschen Kühlschrank kann ich durchgucken und das gibt dem Raum natürlich viel Fülle. Das Auto macht also sehr viel Raum, ganz ohne Frage. Gut, komm, wir steigen mal aus. Hier ist uns der Griff, der ist integriert. Der ist, wie ich schon gelernt habe, baut nicht auf. Damit er nicht vorsteht, halt, damit man da nicht dran hängen bleibt in der Tasche oder dergleichen. Das ist eben typisch, so diese Details von Carthago. Liner for Two, Modellvariante 2020 und als Modell i53. Auch hierfür haben wir kein Geld bekommen oder keine Vergünstigungen oder Naturalien. 190.532 €. So sieht er aus. Und ja, vielen Dank nochmal an Hermann Caravan in Mülheim an der Ruhr für die Roomtour. Und wenn man sowas, wie gesagt, Probe fahren möchte, hat ein echtes Kaufinteresse, dann am besten mal anrufen. Da kriegt man was hin, muss terminieren. Es muss ein Termin vorher ausgemacht werden. Es muss immer jemand mitfahren halt. Und wie gesagt, da muss vorher ein Termin ausgemacht werden. Ja. Vielen Dank, Carlos. Danke dir. Tschüss.